Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und sicherlich kennt ihr diese schöne, leckere Linzer Torte. Aber ich mag sie eher mit Äpfeln und deswegen zeige ich euch, wie ich meine Linzer Torte mit Äpfeln mache. Und für diesen Kuchen presse ich erstmal eine Zitrone aus und schäle 5 Äpfel und schneide sie sehr klein. Diese Apfelstücke gebe ich dann zusammen mit dem Zitronensaft und etwas Zucker in eine Schüssel und rühre das Ganze immer schön durch, damit die Äpfelstücke nicht braun werden. Dann geht es auch schon an den Herd, indem wir da einen Kochtopf aufstellen, dort den restlichen Zucker hineingeben und karamellisieren lassen. Anschließend geben wir die Äpfel hinzu und lassen das Ganze schön köcheln, indem wir auch natürlich immer wieder umrühren, damit sich der Zucker auflösen kann. Weiter geben wir noch Zimtpulver hinzu, das dürfen wir nicht vergessen. Also nochmal kurz aufköcheln lassen, mit dem Pürierer fein pürieren, dann noch Stärke mit Wasser anrühren und in das kochende Apfelmus hineingeben. Wenn wir die Stärke in die pürierten Äpfel hineingeben, dann tröpfchenweise und wir rühren dabei kräftig um. So, jetzt lassen wir die pürierten Äpfel abkühlen und dann wenden wir uns dem Teig zu, indem wir in eine Schüssel weiche Butter geben und die erstmal cremig aufschlagen. Danach geben wir Zucker, Zimtpulver und eine Messerspitze Nelkenpulver hinzu und rühren weiter kräftig durch. Dann fehlt noch ein Ei, dann noch die Mehl-Backpulvermischung und geröstete, gemahlene Haselnüsse. So, der Teig ist jetzt fertig, aber wir nehmen nicht den ganzen Teig für den Boden, sondern wir entnehmen ein Drittel für später. Mit dem anderen Teig formen wir jetzt den Boden. Okay, jetzt ist der Boden soweit fertig. Jetzt geben wir ihn in den Kühlschrank und wir kümmern uns um den anderen Teigboller. Aus dem stellen wir nachher die Streifen her. Aber zuerst mal walzen wir ihn schön glatt und geben ihn so wie er ist am Stück in den Kühlschrank, damit er hart wird.
Während jetzt die pürierten Äpfel und der Teig im Kühlschrank auskühlen, können wir ja schon mal ein Eigelb aufschlagen und mit Milch mischen. Mit dieser Eigelb-Milch-Mischung bestreichen wir nachher die Torte, bevor sie in den Ofen kommt. So, dann geht es jetzt weiter mit den pürierten Äpfeln. Die rühren wir kräftig durch, damit sich das Ganze nochmal schön auflockert. Und diese pürierten Äpfel geben wir jetzt dann auf den Boden drauf. Natürlich streichen wir dabei alles schön glatt. Hier wäre jetzt auch ein super Zeitpunkt, den Ofen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorzuheizen. Als nächstes holen wir den Teig aus dem Kühlschrank wieder raus. Der ist ja jetzt schön kühl und dann stellen wir Streifen her und diese Streifen geben wir dann auf die pürierten Äpfel drauf. Wenn der Teig schön kühl ist, dann bricht er nicht. Wird er warm, fängt er an zu brechen. Also wenn er anfängt mit Brechen, einfach nochmal in den Kühlschrank geben. Und wenn er aber bricht, der Teig, macht mir das auch nichts aus. Das Muster sieht für mich nachher trotzdem super aus, weil aus dem Backofen heraus wird das nachher richtig lecker aussehen, glaubt mir. Also jetzt noch schnell mit dem Eigelb bestreichen das Ganze und dann ab damit in den vorgeheizten Ofen. Und nach der Zeit kommt dann natürlich wieder heraus der Kuchen bzw. die Linzer Apfeltorte. Und es sieht super aus, finde ich. Eine richtig schöne Farbe. Und dann lassen wir das Ganze abkühlen über Nacht und am nächsten Tag schneiden wir diese herrliche, leckere Apfeltorte an. Oh ja, der sieht so richtig lecker aus. Ich bin da so richtig zufrieden mal. Aber jetzt geben wir mal so ein richtig schönes Tortenstück auf den Teller und probieren ihn. Und ja, der schmeckt so richtig gut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr backt diesen Kuchen mal nach, beziehungsweise Linzer Torte. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt gesund und bleibt am Ball.